Havidere, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Isle News auf Deutsch Nummer 29. Kaum zu glauben, aber wir haben wieder eine Woche ohne Tyrannosaurus Release überlebt. Und nachdem der Rex nicht von Freitag auf Samstag veröffentlicht wurde, konnte ich nun, Samstag und Sonntag, auch mal wieder ein paar Infos zusammensammeln. Also, heute wieder wie gewohnt, etwas mehr. Rex wird von 4 Elder Allos gepinnt. Wann? Kissen reagiert mit einem Schock-Emoji. Ob das jetzt heißt, oh Gott, stellt euch das mal vor, oder vielleicht ist genau das bald Realität, bleibt aber offen. Wie kommen Austroraptor und Allo voran? Fein, oder in diesem Kontext gut. Oh nein, ich war definitiv nur witzig. Das Szenario rechtfertigt kein Melodrama. Ich denke, Punch soll in naher Zukunft, irgendwann demnächst, vielleicht in ein paar Tagen oder so, eine Ankündigung machen. Also irgendwas in diesem allgemeinen hypothetischen Rahmen. Du hast gesagt bald. Wir sind ruiniert. Ihr bringt mich echt dazu, meinen Post zu bearbeiten. Himmel, ich höre auf, hier reinzukommen. Kissen postet die Elder-Modelle des Baryonyx. Zum Schluss postet sie noch einen Schädel von Baryonyx als Juvi. Findest du den Baby Baryonyx süß? Manche Leute finden das nicht. Nicht wirklich. Wird Baryonyx in der Lage sein, unter Wasser lange die Luft anzuhalten, zum Beispiel um Dino-Grabs zu kontern? Ich denke, der Baryonyx ist von den 3 Spinosauriern der aquatischste. Also ja, er sollte in der Lage sein, die Luft eine gute Weile anzuhalten. Kannst du vielleicht etwas über die Überarbeitung des Dino-Kits sagen? Bewegung im Wasser. Da gibt es einige Mechaniken, die der Dino ursprünglich nicht hatte, als wir ihn gemacht haben, die aber jetzt auftauchen werden. Zum Beispiel war der Wassersinn noch nicht voll umgesetzt. Und da gibt es noch ein paar andere Dinge. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wenn wir etwas streichen oder davon abweichen, wird's nervig, wenn sich die Leute darüber beschweren. Ich weiß, die meisten von euch sind nicht so drauf, aber es gibt viele, die das tun. Es gibt ein neues Gesicht, an dem ich arbeite. Hier seht ihr den Oviraptor. Werden neue Mechaniken eingeführt, um das Nisten für Oviraptoren häufiger bzw. attraktiver zu machen? Hierzu muss man sagen, dass der Oviraptor vor allem als Eierdieb bekannt war. Wir haben ein paar Sachen in petto für den Ovi, aber wir machen nichts allzu Verrücktes. Ist der Ovi bisher besser oder schlechter als der Austro, was die Animation betrifft? Der Austro hatte viel mehr Federn, das hier wird also nicht so kompliziert. Der Austro war ein Albtraum für das Animationsteam. Aber die meisten von ihnen waren nicht dabei, als Dino und Terra gemacht wurden. Sie haben also keine Ahnung, was echter Terror ist. Also mussten sie es einfach schlucken. Hat der Austro schon ein Elder-Modell? Ja. Ist der Ovi gerade in Entwicklung? Sobald ich das Rig, also Animationsgerüst, genehmige, wird er es sein. Ein Ingame-Sprachchat auf menschlicher Nähe-Basis wäre richtig cool. Wir würden aber nicht wollen, dass die Tiere verstehen, was du sagst. Hat das Team jemals darüber gesprochen, ob Menschen Dinosaurier zähmen können? Ich hatte da einen Vorschlag, über den ich schon länger schreiben wollte. Darüber haben wir vor Jahren gesprochen, noch bevor wir mit Evrima angefangen haben. Wir haben zwar ein paar Ideen, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass wir diesen Weg in naher Zukunft einschlagen. Es gibt einfach zu viele logistische Hürden. Ein großes Problem wäre etwa, dass Spieler das System missbrauchen könnten, um anderen das Spiel zu verderben. Es gibt so viele Dinge, die wir umsetzen wollten, die letztlich gestrichen wurden. Einfach nur deshalb, weil Leute sie nutzen hätten oder würden, um das Spielerlebnis zu ruinieren. Gibt es irgendwelche Updates, die du zum Kentro teilen kannst? Ich liebe den Kerl, so viel Charakter in seinen Animationen. Er wird aktuell eingerichtet. Das kann ich dir sagen. Hier bestätigt sie nochmal, dass er gerade implementiert wird. Was bedeutet implementieren? Er wird gerade ins Spiel eingefügt, um ihn zu spielen.
Also werden gerade seine Animationen eingefügt. Sind die Animationen also fertig? Für die grundlegenden Sachen ja. Wir fügen später noch mehr hinzu, wenn wir beginnen, einzigartige Mechaniken zu implementieren, denn das erfordert noch Anpassungen. Würde das nicht bedeuten, dass er weiter entfernt ist als Austro? Ich war eigentlich der Meinung, dass er zusammen mit Alo kommen würde, aber das scheint jetzt nah zu sein. Ihr denkt euch viel von diesen Dingen einfach selbst aus. Wir veröffentlichen ein spielbares Tier, wenn wir bereit dazu sind. Wir sind nicht daran gebunden, Dinosaurier zusammen mit bestimmten anderen Dinosauriern zu veröffentlichen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal etwas gemeinsam veröffentlichen, aber wir sind in keiner Weise daran gebunden. Die Implementierung des Kentrosaurus hat also nichts mit anderen Tieren zu tun, abgesehen davon, dass diese eben bereits im Spiel sind. Also ist jetzt Kentro an der Reihe. Wenn Kentro fertig implementiert ist, kommt das nächste Tier dran und so weiter. Was denkst du über Megalania? Ich bin ziemlich gespannt darauf, mich damit zu beschäftigen. Ich denke, er wird eine interessante Dynamik auf der Insel hinzufügen. Megalania wurde erwähnt und als interessant bezeichnet. Jetzt wird's spannend. Ja, absolut. Momentan gibt es kein anderes Tier, das so bodennah auf dem Land unterwegs ist, dass man wirklich darauf achten müsste. Und mit seinem Jagdstil wird er wahrscheinlich wie eine Explosion aus einem Busch auf dich losgehen. Mit der gleichen Intensität, mit der ein Dino dich vom Wasser aus anspringt. Nur mit dem Unterschied, im Gegensatz zum Dino, kann dir ein Megalania auch über längere Zeit mit Tempo hinterherjagen. Sie werden sich wahrscheinlich sehr langsam bewegen, bis sie es nicht mehr tun. Werden diese Änderungen zu Mixpacking bzw. Overpacking intern noch diskutiert? Nein, die Diskussionsphase ist abgeschlossen. Wir werden es einfach umsetzen, sobald wir bereit dafür sind. Könnt ihr sagen, was diese Änderungen sind, oder müssen wir einfach abwarten und sehen? Leider werden Leute vermutlich wieder Exploits mit Mixpacking und Overpacking finden. Kannst du uns wenigstens einen kleinen Hinweis geben, worum es geht? Nein, denn die Leute würden sich sofort daran machen, herauszufinden, wie man es umgehen kann. Werden die Maßnahmen gegen Mixpacking nicht ausnutzbar sein? Nicht, wenn sie so funktionieren, wie wir es wollen. Denn das wäre eines der ersten Dinge, von denen wir wissen, dass die Leute es ausnutzen würden, wenn sie könnten. Gibt es Pläne oder Überlegungen, das Spiel zugänglicher und benutzerfreundlicher für neue Spieler zu gestalten? Ja, aber nichts zu an die Hand nehmendes. Die Isle soll kein Spaziergang sein oder dir jeden Schritt vorkauen. Das Lernen des Spiels ist Teil der Spielerfahrung. Aber wir wollen trotzdem sicherstellen, dass der Einstieg flüssiger wird, als er momentan ist. Denn aktuell ist das Spiel in vielerlei Hinsicht ziemlich gnadenlos für neue Spieler, was wir einerseits wollen, andererseits aber auch nicht. Hier einmal ein direktes Beispiel zur Frage, wann der Rex rauskommt. Kissen weist den User darauf hin, die Discord-Regeln zu lesen. Wird die Wendigkeit des Rex beim Drehen schlechter sein als die vom Trike oder besser? Ich glaube, sie ist besser, aber ich habe das nicht direkt verglichen, also keine Ahnung. Macht Sinn, dass er wendiger wäre. Sie bestätigt seine Aussage und schreibt, es würde Sinn ergeben, wenn er wendiger wäre. Was auch ist, wenn man sich das bisher gezeigte Gameplay ansieht. Der Rex macht gute Fortschritte. Wir nehmen gerade einige Anpassungen an ein paar Animationen hier und da vor. Es ist nicht kompliziert, aber für jede Animation, die geändert werden muss, sind es 4 Änderungen, weil er insgesamt 4 Versionen hat, die alle angepasst werden müssen. Warum hat der Trike den Stampfangriff aus Legacy verloren? Abgesehen von der Nostalgie gab es keinen Grund, ihn beizubehalten. Das ist kein Tier, das sich oft aufrichten würde. Damals war es ein Mittel zum Zweck, mittlerweile nicht mehr, da das Tier eine Vielzahl anderer Angriffe hat. Werdet ihr den aktuellen Trike Fresh Angriff behalten oder ihn wegen der langen Animation ändern? Wir behalten ihn, aber wie er eingesetzt wird, bekommt ein paar Anpassungen. Der Trike insgesamt bekommt welche. Es gibt einige Animationen, die dich viel zu lange an Ort und Stelle festhalten können. Genau dieser Teil wird angepasst. Gibt es etwas Neues zum Utahraptor? Nein, noch nicht. Wir lassen es euch wissen, wenn es soweit ist. Und das war's auch schon wieder von mir und mit Folge 29 von The Isle News auf Deutsch. Wie immer gilt, viele Fragen bleiben unbeantwortet.
Besonders die Klassiker wie Wann kommt endlich der Rex werden von den Entwicklern einfach ignoriert. Und ja, natürlich ist es nervig, aber wie gesagt, wir können es nicht ändern und wir können es nicht beschleunigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Ein großes Dankeschön auch an meine Kanalmitglieder für euren großartigen Support. Da Michi, Elloscope, Nela, Suse, Serval 1982, I Mahasla und Papa Sparrow. Vielen lieben Dank für euren andauernden Support. Und natürlich vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Zuseher. Also gut, ich sage wie immer Servus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Sig.